Ich bin Simon Kluth und ich werde am 3. November den Composer Slam beim Greatest Hits Festival auf Kampnagel moderieren. Die Idee des Composer Slams kam mir, als ich das allererste Mal auf einem Poetry Slam war. Und ich war sofort von dem Format Slam beeindruckt. Also, dass es erstmal jedem möglich ist, dort mitzumachen erstmal. Und auch, dass das Publikum letztendlich und nur das Publikum entscheidet, wer die Sieger oder wer der Sieger des Abends ist, fand ich sofort toll. Die Komponisten werden mit selbstgebauten Instrumenten auftreten. Wie genau die aussehen, weiß ich selber noch nicht. Ich weiß nur, dass es eine Geige wohl dabei sein wird, wohl auch eine Blockflöte. Es kann sein, dass da was zugebaut wurde, richtig haptisch. Selbstgebaut kann auch sein, dass halt durch Elektronik der Klang verfremdet wurde oder verfremdet wird. Da ist also grundsätzlich beim Composer Slam, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und jetzt auch speziell bei diesem Composer Slam wird man diese Varianten von Instrumenten nochmal ganz anders erleben. Es ist so, dass jede Komponistin, jeder Komponist wird 2 Stücke jeweils spielen, halt in der ersten und der zweiten Runde. Ich suche eine Jury willkürlich aus dem Publikum und diese Jury wird dann Punktetafeln hochhalten und der Komponist oder die Komponistin, der am Ende oder die am Ende dann die meisten Punkte hat, die hat dann gewonnen. Zu gewinnen, das verrate ich noch nicht, das ist eine Überraschung. Ich kann nur so viel sagen, dass es letztendlich einfach sehr viel Spaß machen soll. Letztes Jahr habe ich das Greatest Hits Festival so wahrgenommen, dass zeitgenössische Musik sehr, sehr intensiv erlebbar wird für das Publikum. Das heißt, neben den ganzen Konzerten, wo, glaube ich, zum Teil ja 2 bis 3 bis 4 Veranstaltungen pro Tag stattfinden mit Begleitprogrammen und so weiter und so fort, dass natürlich einmal sehr intensives Erlebnis ist, aber auch, dass man als Zuschauer sich auch nochmal ganz anders austauschen kann mit anderen Zuschauern wie bei anderen normalen Konzerten, sage ich mal. Weil dann hat man zum Beispiel das eine Konzert, besucht man dann zusammen und dann sagt man, ja, nee, jetzt möchte ich nochmal gleich jetzt dahin gehen, zum Beispiel zu XY, und dann sagt die andere Person, nee, ich gehe jetzt nochmal dahin. Also das ist eigentlich ganz toll, was ja grundsätzlich beim Festival immer eine schöne Erfahrung ist, dieses intensive Erleben und der intensive Austausch. Ich habe ein Trio, mit dem ich zeitgenössische Musik mache. Ich glaube, für mich, wenn ich zeitgenössische Musik aufführe, habe ich immer das Gefühl, dass ich etwas sehr Wichtiges zur Musikgeschichte beitrage. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Mozart oder Brahms interpretiere, habe ich aber für mich persönlich entdeckt, wenn ich neue Werke aufführe, auch im Dialog mit den Komponisten bin, dann betrete ich Neuland. Das Festival Greatest Hits ist auf jeden Fall ein super Festival, auch für Leute, die noch nicht so viel damit Erfahrung haben mit neuer Musik. Das liegt einfach an den Veranstaltungen, die dort stattfinden. Also jetzt beispielsweise der Composer Slam ist ein Format, was Leute sehr unterhaltsam, auf sehr unterhaltsame, aber auch ernste Weise an neue Musik heranführt. Ich mache das jetzt seit so ein bisschen mehr als 4 Jahren, sage ich mal. Auch in verschiedenen Locations, also auch in, sage ich mal, nicht nur auf Kampnagel, also auch zum Beispiel in so Bars oder in so Kulturzentren mit ganz verschiedenem Publikum immer. Und meine Erfahrung ist die, dass der Composer Slam, also entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. So, also es gibt da nicht irgendwie Leute, die sagen, ja, kann man mal machen, sondern entweder finden es die Leute echt toll, so, und die tauschen sich dann auch viel aus, was ich auch immer sehr schön finde bei Musik eigentlich, dass die Leute wirklich sich danach austauschen und sagen, ja, nee, der oder die hat mir voll gut gefallen, weil, oder die hat mir nicht gut gefallen, weil, oder manche Leute sagen auch, nee, also Slam, das ist jetzt irgendwie, nee, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Das, was auch für mich okay ist. Also ich finde es gut, dass es polarisiert und ich glaube, man muss einfach mal selber vorbeikommen und sich das anschauen. Zeitgenössische Musik halte ich für grundsätzlich sehr wichtig. Und wenn du interessiert bist an zeitgenössischer Musik, dann wirst du auf dem zeitgenössischen Musikfestival sehr kompakt und sehr konzentriert verschiedenste neue Musik auch erleben. Ich würde einfach jetzt so spontan empfehlen, einfach zu bleiben und dann Philipp Sollmanns Monophonie zu hören, welches vom Ensemble Musikfabrik gespielt wird. Also tolles Stück.
und tolles Ensemble, ja.